Meine Damen und Herren, Minister, Exzellenzen, Eminenzen, meine Damen und Herren, dem griechischen Philosophen Epikur wird eine Bemerkung zugeschrieben, die ich am Beginn von Vorträgen gerne zitiere. Er sagt, wer zum Menschen spricht, möge bedenken, dass eine kurze und eine lange Rede auf das Gleiche hinauskommen. In meiner Meditation über die Bedeutung dieses Satzes kam ich zu dem Schluss, dass ich heute deswegen die lange Rede bevorzugen sollte. Ich spreche über Stress und Freiheit in 5 Schritten. Ich spreche zuerst über politische Großkörper als Stresskommunen, rede dann über Lucretias Protest und Rousseaus Rückzug, danach über Stress und Freiheit, danach über die Reaktion des Realen und zuletzt von der Quelle engagierter Freiheit. Es ist ein altehrwürdiger Gemeinplatz, dass Philosophie und Wissenschaft aus dem Staunen entsprungen seien. So lässt Plato seinen Sokrates sagen, das Staunen oder die Verwunderung sei der einzige Anfang der Philosophie. Dem respondiert Aristoteles, indem er an einer eminenten Stelle behauptet, es ist dank ihres Staunens, dass Menschen heute wie vormals zu philosophieren beginnen. Ich gebe zu, diese sonoren Sätze klangen in meinen Ohren seit jeher ein wenig suspekt. Obschon ich seit nahezu 50 Jahren mit philosophischer und wissenschaftlicher Literatur umgehe und eine größere Zahl von Autoren aus diversen Feldern des Wissens kennengelernt habe, sei es als Leser oder in persönlicher Begegnung, ist mir in all der Zeit, vielleicht bis auf eine Ausnahme, nie eine Person zu Gesicht gekommen, von der man im Ernst hätte behaupten dürfen, der Anfang ihrer geistigen Tätigkeit habe im Staunen gelegen. Im Gegenteil. Es scheint, die organisierte Wissenschaft und die zur Institution geronnene Philosophie haben die Form eines Feldzuges gegen die Verwunderung angenommen. Die wissenden Personale halten sich seit langem hinter der Maske der Unbeeindruckbarkeit verborgen. Man nannte das gelegentlich auch Verblüffungsresistenz. Im Großen und Ganzen hat sich die aktuelle Wissenskultur durchwegs die Haltung des stoischen Nihil admirari angeeignet. Und wenn schon die antike Weisheitslehre ihren Adepten die Regel einprägte, sich über gar nichts mehr zu wundern, kommt diese Maxime doch erst in modernen Zeiten ans Ziel. Im 17. Jahrhundert hatte Descartes das Étonnement, das Staunen, als eine durchaus negative Affektion des Gemüts, eine höchst unangenehme und unwillkommene Verwirrung charakterisiert, die durch geistige Anstrengung überwunden werden soll. Die Entwicklung unserer Rationalitätskultur hat ihrem Mitbegründer in diesem Punkt beigepflichtet. Sollte sich irgendwo in unserer Zeit noch eine Spur des angeblich ursprünglichen Taumatsein, des erstaunten Innehaltens vor einem unerhörten Gegenstand bemerkbar machen, so darf man sicher sein, dass die Stimme aus dem Abseits oder das Wort eines Laien zu vernehmen ist. Die Experten zucken die Schultern und gehen zur Tagesordnung über. Für keine Disziplin gilt das so sehr wie für die Sozialwissenschaften. Ihren internen Standards nach darf man sie als eine resolut verwunderungsfreie Zone beschreiben. Dies ist, wenn man es recht bedenkt, ein bizarrer Befund, denn falls es etwas gibt, was einen bedingungslosen Anspruch auf das Staunen des Laien und auf die Verwunderung der Gelehrten erheben sollte, so ist es die Existenz jener großen politischen Körper, die man früher die Völker nannte und heute aufgrund einer bedenklichen semantischen Konvention als Gesellschaften bezeichnet. Gewöhnlich denkt man bei diesem Wort an die Populationen moderner Nationalstaaten, mithin an große und sehr große politische Einheiten. Diese schwanken in ihrem demografischen Volumen zwischen mehreren Millionen und mehr als 1 Milliarde Menschen. Nichts sollte erstaunlicher sein, als das Daseinkönnen dieser Millionen und Milliarden Ensembles in ihren nationalkulturellen Hüllen und ihren vielfältigen inneren Unterteilungen. Wir sollten fassungslos sein angesichts dieser stehenden Heere von politischen Gruppen,
denen es, man weiß nicht wie, immer wieder gelingt, ihre Angehörigen mit der Überzeugung zu versorgen, sie seien jeweils aufgrund einer gemeinsamen Lage und einer gemeinsamen Vorgeschichte aktuell miteinander schicksalhaft verbundene Gesellschafter, somit Rechtsgenossen und Teilnehmer an lokalen Überlebensprojekten. Die Erstaunlichkeit dieser Objekte überschreitet die Schwelle zur Unbegreiflichkeit, sobald wir uns vergegenwärtigen, dass nicht wenige der politischen Großkörper in neuerer Zeit, sagen wir seit den Anfängen der liberalen Kulturen des Westens im 17. Jahrhundert, von Populationen mit steigenden individualistischen Tendenzen gebildet werden. Als Individualismus bezeichne ich hier, um schnell zu machen, die Lebensform, die das Eingefügtsein der Einzelnen in die Kollektive lockert und den scheinbar unvordenklichen Absolutismus des Gemeinwesens und des Gemeinsamen in Frage stellt, indem sie jedem einzelnen Menschenwesen die Würde eines Absolutum sui generis zuspricht. Nichts ist erstaunlicher als der Bestand von Zivilisationen, die nach vielen Millionen Menschen zählen und deren Mitglieder mehrheitlich von der Überzeugung durchdrungen sind, ihre eigene Existenz sei letztlich um eine Dimension wirklicher als alles, was sie auf der Seite des Kollektivs umgibt. Im Folgenden möchte ich gegen den Hauptstrom der nicht staunenden Politologie und Soziologie anstrebend eine Verwunderungsübung durchführen, bei der es darum gehen wird, der abgründigen Erstaunlichkeit zeitgenössischer Lebensformen etwas besser gerecht zu werden. Eine Zivilisation wie die unsere, die auf der Integration individualistischer Populationen in riesenhaften politischen Großkörpern beruht, stellt eine real existierende Höchstunwahrscheinlichkeit dar. Man verweist die Existenz von Einhörnern in den Bereich der Fabel, doch das real existierende, millionenköpfige Fabeltiergesellschaft nehmen wir wie eine Selbstverständlichkeit hin. Immerhin hat man verstanden, dass die Stabilität dieser großen Gebilde nicht garantiert ist. Von den Gesellschaftern selbst wird die Haltbarkeit ihrer heutigen Lebensformen zunehmend als problematisch empfunden. Wäre es anders, würden die Eliten in den sozialen Subsystemen nicht seit einer Weile unentwegt über die Nachhaltigkeit ihres Modus vivendi diskutieren. Ohne Zweifel stellt das Wort Nachhaltigkeit das semantische Zentralsymptom der gegenwärtigen Kulturkrise dar. Es spukt durch die Reden der Verantwortungsträger wie ein neurotischer Tick, der auf ungeklärte Spannungen in unseren Antriebssystemen schließen lässt. Es antwortet auf das Unbehagen, das unser Dasein in der technischen Zivilisation mit einem zunehmenden Unhaltbarkeitsgefühl unterwandert. Dieses Gefühl ist untrennbar von der Erkenntnis, dass unsere Gesellschaft, um den suspekten Begriff nun ohne weitere Hinterfragung zu verwenden, in einen Selbsterhaltungsstress geraten ist, der von uns sehr ungewöhnliche Leistungen abrufen wird. Wir haben somit allen Grund, uns auf ein Umdenken im Hinblick auf das reale Fabeltier Gesellschaft vorzubereiten. Plausible Gesellschaftstheorie ist nur noch als Theorie unwahrscheinlicher Großkörper zu betreiben oder, wenn man so will, als soziale Physik vernetzter Agenturen. Die Theorie der Großkörper bildet ein Kompositum aus Stresstheorie, Medientheorie, Kredittheorie, Organisationstheorie und Netzwerktheorie. Ich will im aktuellen Zusammenhang besonders auf die überragende Bedeutsamkeit des Stresskonzepts aufmerksam machen. Nach meiner Auffassung sind die politischen Großkörper, die wir Gesellschaften nennen, in erster Linie als stressintegrierte Kraftfelder zu begreifen, genauer als selbst stressierende, permanent nach vorne stürzende Sorgensysteme. Diese haben Bestand nur in dem Maß, wie es ihnen gelingt, durch den Wechsel der Tages- und Jahresthemen hindurch ihren spezifischen Unruhetonus zu halten. Aus dieser Sicht ist eine Nation ein Kollektiv, dem es gelingt, gemeinsam Unruhe zu bewahren. In ihm muss ein stetiger, mehr oder weniger intensiver Stressthemenfluss für die Synchronisierung der Bewusstseine sorgen, um die jeweilige Bevölkerung in einer sich von Tag zu Tag regenerierenden Sorgen- und Erregungsgemeinschaft zu integrieren. Und deswegen sind die modernen Informationsmedien für die Kohärenzerzeugung in nationweiten und kontinentweiten Stresskommunen schlechthin unentbehrlich. Allein sie sind imstande, mit einem unaufhörlich strömenden Angebot an Irritationsthemen
die auseinanderdriftenden Kollektive mit Gegenspannungen zu verklammern. Die Funktion der Medien in der stressintegrierten Multimilieugesellschaft besteht eben darin, die Kollektive als solche zu evozieren und zu provozieren, indem sie ihnen täglich und stündlich neue Erregungsvorschläge unterbreiten, Empörungsvorschläge, Beneidungsvorschläge, Überhebungsvorschläge und eine Vielzahl von Angeboten, die sich an die Sentimentalität, die Angstbereitschaft und die Indiskretion der Gesellschafter wenden. Aus denen treffen die Rezipienten täglich ihre Auswahl. Die Nation ist also wirklich ein tägliches Plebiszit, doch nicht über die Verfassung, sondern über die Priorität der Sorgen. Indem sie unter den angebotenen Möglichkeiten für synchrone Erregungen wählen, reproduzieren die in Dauernervosität schwingenden Großkörper den Äther der Gemeinsamkeit, ohne welcher sozialer Zusammenhalt oder auch nur der Schein davon in extensiven Flächenstaaten nicht entstehen kann. Gewiss braucht jedes soziale System ein Fundament aus Institutionen, Organisationen und Verkehrsmitteln. Es muss für die Produktion und den Tausch von Gütern und Dienstleistungen sorgen. Die Aktualisierung des sozialen Zusammenhangs im Empfinden der Gesellschafter kann jedoch nur durch chronischen, symbolisch erzeugten thematischen Stress erfolgen. Und je größer das Kollektiv, desto stärker müssen die Stresskräfte sein, die dem Zerfall des unversammelbaren Ganzen in ein Patchwork aus introvertierten Clans und Enklaven entgegenwirken. Und solange ein Kollektiv sich über die Vorstellung, dass es sich abschafft, bis zur Weißglut erregen kann, hat es seinen Vitalitätstest bestanden. Ja. Es tut, was gesunde Kollektive am besten können, es regt sich auf. Und indem es sich aufregt, beweist es, was es beweisen soll, nämlich, dass es unter Stress in sein Optimum kommt. Und dabei spielt die Frage, ob das Kollektiv monokulturell geschlossen oder multikulturell zusammengesetzt ist, schon seit geraumer Weile keine Rolle mehr. Ich spreche über Lucretias Revolte und Rousseaus Rückzug. Das liegt nun in der Natur der Sache, dass man beim Nachdenken über die soziale Synthesis durch Gruppenstress früher oder später auf das Freiheitsproblem stößt. Im Folgenden wird uns der Begriff Freiheit fürs Erste in seiner antiken Bedeutung begegnen, die man auf keinen Fall mit den modernen Auslegungen des Wortes verwechseln darf. Ich will zunächst eine Urszene der alteuropäischen politischen Überlieferung in Erinnerung rufen, die uns den ursprünglichen Zusammenhang zwischen Stress und Freiheit in archetypischer Klarheit vor Augen stellt. Und danach wird eine moderne Kontrastszene präsentiert, die den gleichen Zusammenhang unter einem ganz anderen Licht zeigt. Titus Livius erzählt in dem ersten Buch von Ab urbe condita, wie es kam, dass die Römer eines Tages das Joch der etruskisch-tarquinischen Königsherrschaft abschüttelten und die Res Publica gründeten, die bis heute zusammen mit gewissen Anleihen bei der antiken griechischen Stadtkultur das historische Muster solidarischer Bürgergesellschaften liefert. Die Szene spielt um das Jahr 509 vor unserer Zeitrechnung. Eine kleine römisch-etruskische Armee belagert die Stadt Ardea, etwa 35 Kilometer südlich von Rom. Eines Tages kommen Offiziere abends in einem Zelt zusammen und tun, was Männer im Feld nicht lassen können. Sie reden über Frauen, namentlich ihre eigenen, mit angeregtem Seitenblick auf die der anderen. Collatinus tut sich in den Gesprächen hervor, indem er gar nicht genug von der Schönheit und Tugendhaftigkeit seiner Gattin Lucretia schwärmen kann. Die übrigen Offiziere halten es eher mit der etruskischen Urfassung von La Donna è mobile. Man beschließt, nach Rom aufzubrechen, um sich vom Treiben der Matronen in Abwesenheit ihrer Männer ein Bild zu machen. Tatsächlich trifft man die übrigen Ehefrauen bei wenig damenhaften Belustigungen an, indes allein Lucretia im Kreis ihrer Mägde zu Hause sitzt und Flachs spinnt. Der Preis der Tugend geht an sie, doch auch der Preis der Begehrbarkeit. Sextus Tarquinius, schon übrigens die Etrusker hatten diese geschmacklose Methode der Römer eingeführt, dass die Väter ihre Kinder einfach in der Reihenfolge der Geburt durchgezählt haben, nicht wahr? Weswegen wir von einem Secundus bis zu einem Decimus so fast alle Namen antreffen. Sextus Tarquinius, der Sohn des Gewaltherrschers Tarquinius Superbus, fasst auf der Stelle den Beschluss, die Frau in Besitz zu nehmen. Ohne Zweifel aufgestachelt durch die rühmenden Reden des Collatinus
und möglicherweise entflammt durch die provozierende Vorstellung, ein nachrangiger Kollege, obschon aus adligem Haus, möge erotisch besser gebettet sein als er selbst, der Sohn der königlichen Familie. Das anziehende Äußere der jungen Frau tut das Übrige. Er verschafft sich Zugang zum Hause der Lucretia. Er zwingt ihre Einwilligung in sexuelle Handlungen mit der Drohung, er werde sie andernfalls töten, einen erstochenen Sklaven neben sie legen und behaupten, er habe die beiden beim Ehebruch überrascht. Nachdem Sextus sich davon gemacht hat, ruft Lucretia ihren Mann und ihren Vater herbei, berichtet, was vorgefallen war, nimmt ihnen einen feierlichen Racheschwur ab und tötet sich selbst mit einem Dolch, um ihre Schande auszulöschen. Das Übrige gehört zum Gründungsmythos der Lebensform, die wir Res Publica nennen. Die Nachricht von dem Vorfall verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die Stadt. Eine Empörungswelle ohnegleichen erfasst die Gemüter, die Römer strömen zusammen. Ein pathetischer Konsensus eint die Versammlung, die sich zum ersten Mal als eine freie und bürgerliche begreift. Die verhasste Königsherrschaft wird gestürzt, die Tyrannen werden vertrieben. Nie wieder soll ein Übermütiger an der Spitze des römischen Gemeinwesens stehen. Ich will die Pointe der Geschichte im Kontext unserer Betrachtung hervorkehren. Wir haben es hier mit nicht mehr und nicht weniger zu tun als mit dem Bericht von der Geburt der republikanischen Freiheit aus der kollektiven Empörung. Diese verwandelt alle Beteiligten in eine offensive Stressgruppe. Der erste große politische Affekt mit liberaler und republikanischer Tendenz findet sein Thema in der Verneinung einer Schandtat. Als die politische Freiheit europäischen Boden betritt, tut sie das in einer von Tausenden geteilten Zornaufwallung. Im Übrigen manifestiert sich die Arroganz der Macht oft nicht nur bei den Gewaltherrschern selbst, sondern auch und mehr noch bei ihren in die Anmaßung hineingeborenen Söhnen. Und in der Antike nicht anders als heute, ob nun der verderblich beispielhafte Vater Tarquinius heißt oder Muammar al-Gaddafi. Es verwundert nicht, wenn in der politischen Psychologie der Römer nun in den folgenden Zeiten mit einem stabilen antimonarchischen Affekt zu rechnen ist. Schon die Erwähnung des Wortes König löst bei den Angehörigen der wackeren patrizischen Republik die heftigsten Aversionen aus. Folglich mussten noch die späteren Cäsaren den Titel Rex vermeiden und ihre Alleinherrschaft hinter der allgegenwärtigen Berufung auf den Senat und das Volk von Rom verbergen. Ein Blick nach Griechenland zeigt, wie sich auch dort das Freiheitsbewusstsein zuerst in einer antityrannischen Front aufstellte. Was die Griechen Eleutheria nannten, ein Wort, das wir konventionell mit Freiheit übersetzen und hierdurch viele Missverständnisse einladen, meinte zunächst nichts anderes als das Verlangen, in autochtone, also selbstwüchsiger Weise, den Patrioi Nomoi gemäß nach den Sitten der Väter inmitten des eigenen Volks zu leben und sich nicht der despotischen, das heißt hausherrlichen Willkür eines zu groß gewordenen Einzelnen unterordnen zu müssen, vor allem nicht persischer Großkönigsherrlichkeit. In diesem Sinn waren die Schlachten von Marathon, Salamis und Plataea Freiheitskriege. In freiheitsgeschichtlicher Perspektive gehören die Lucretia-Revolte und die Siege der Griechen gegen die Perser zusammen. Doch weder in dem einen noch im anderen Fall sollte man diesen Freiheitsbewegungen moderne Implikationen unterlegen. Es geht den Römern so wenig wie den Griechen um Menschenrechte oder Meinungsfreiheit. Obschon in dem griechischen Lob der verbalen Freimütigkeit unter Männern der Paräsia, was wörtlich alles sagen bedeutet, eine Vorform dessen aufscheint, was man in späteren Zeiten als freie Meinungsäußerung unter den Schutz des Rechts stellt. Doch ist der griechische Redemut viel eher ein Aspekt des agonalen Kults und eine Ausdehnung der athletischen Gefechtsbereitschaft auf die Sphäre des Gesprächs über die Wahrheit, als ein politisches Recht oder eine zivile Tugend. Das Subjekt der antiken Freiheit ist das Volk, genau gesagt jener Komplex aus Demos und Ethos, der eine Stadt, ein Volk, eine Polis ausmacht. Um diesen Sachverhalt angemessen zu pointieren, müsste man sagen, Freiheit sei hier nichts anderes als das Recht eines Kollektivs auf ethnische Schließung in sich selbst. Sie bezeichnet das Vorrecht, von nichts anderem gelenkt zu werden als von den Gewohnheiten, Sitten und Institutionen, die die Mitglieder des Kollektivs von Jugend auf geprägt haben.
Und somit meint diese Freiheit die spontane Einwilligung einer Volksgruppe in die liebgewordene Despotie ihrer Tradition. Mit dieser Formulierung ist die innere Grenze des antiken bzw. des volkhaften Freiheitsverständnisses bezeichnet. Bedeutet nämlich Freiheit nur die Option für die ungestörte Besessenheit eines Kollektivs durch sein eigenes Herkommen, ist offenkundig, warum es bei einer solchen Auffassung nicht bleiben kann, sobald Einzelne auftreten, die die gebieterische Macht der Sitte, ja die Sittlichkeit der Sitte selbst in Frage stellen. Die Völker mögen sich wohl im juristischen Sinne als souverän verstehen. Im zivilisationstheoretischen Sinn sind sie souveränitätsunfähig, weil das völkische Element als solches das Verharren in der Borniertheit des Hergebrachten mit sich bringt. Wenn das reflektierende Individuum auf den Plan tritt, das sich aus dem Bann des kollektiven Herkommens löst und sich selbst unter ein höheres Gesetz stellt, sei es das der Natur oder des von einer heiligen Schrift erleuchteten Glaubens oder das individuelle Gesetz der Suche nach Glück, gerät Bewegung in die Forschung nach dem Sinn von Freiheit. Gut gesehen. Die zweite Urszene in der Entfaltung des europäischen Freiheitsbegriffs, von der ich hier berichten will, spielt nahezu 2300 Jahre später auf Schweizer Boden, und zwar im Herbst 1765. Durch ihren einzigen Zeugen, der zugleich die Hauptperson im Geschehen darstellt, besitzen wir von ihr relativ ausführlich Kenntnis. Längst hatte die Schweiz zu dieser Zeit eine Schlüsselrolle in der Geschichte des erneuerten republikanischen Freiheitsgedankens inne. Doch sollte sie, wie gleich zu zeigen ist, eine ebenso bedeutende Rolle in der soeben Fahrt aufnehmenden Geschichte der modernen Subjektivität erhalten. Der Held der Geschichte ist niemand anders als der aus Genf gebürtige Jean-Jacques Rousseau. Zum Zeitpunkt des Geschehens 53-jährig, ein Mann auf der Flucht. Seit seinem 40. Lebensjahr eine europäische Berühmtheit. Nachdem er im Jahr 1750 den Preis der Lyoner Akademie gewonnen hatte, war er zu Anfang der 60er Jahre nach Veröffentlichung von Erfolgsbüchern wie der Neuen Eloise 1761, die etwa 100 Auflagen bis 1800 erlebte, dem Contrat Social aus dem Jahr danach und dem Emile ebenfalls von 1762. Er war in den Rang einer Skandalperson aufgestiegen. In heutiger Terminologie würde man sagen, er hatte die Beförderung vom Star zum Superstar geschafft. Insbesondere hatte das faszinierendste Stück aus dem Emile, das Glaubensbekenntnis des savoyardischen Vikars, das als Manifest einer pantheistischen Herzensreligion gelesen wurde, dem Verfasser die Feindschaft des hohen Klerus von Paris und des Genfer Establishments eingebracht. Es waren Haftbefehle ergangen und Aufenthaltsgenehmigungen widerrufen worden. In der Nacht vom 6. auf den 7. September 1765 bewarf anonymer Pöbel das Wohnhaus Rousseaus in Mortier im damals preußischen Kanton Neuchâtel mit Steinen. Ein Ereignis, das der Autor noch 12 Jahre später als Lapidation, also Steinigung, beschrieb. Ihm kam nie in den Sinn, er könne diese Angriffe durch sein eigenes Auftreten mit provoziert haben, da er sich in Mortier im Kostüm eines reisenden Armeniers mit schlafrockartigem Kaftan und kecker Pelzmütze präsentiert hatte, kaum anders als die Medienstars des letzten Jahrhunderts und der Gegenwart, denen jede Verkleidung recht ist, um ihre Andersheit hervorzukehren. Man kann wohl resümierend sagen, Rousseau hat die Gesetze moderner Prominenz nie begriffen. Ein Ehrenplatz in der Geschichte der beginnenden Massenkultur kommt ihm dennoch zu, denn er war nicht der erste Weltberühmte, der seine Laufbahn in Verbitterung beschloss. Ein noch größerer Ehrenplatz gebührte ihm in der Geschichte der Psychologie. Er war Kronzeuge der Erkenntnis, dass es Paranoiker gibt, die wirklich verfolgt werden. In seiner bedrängten Lage fasste Rousseau den Beschluss, sich gemeinsam mit seiner ihm unentbehrlichen, in tyrannisch bewundeten Lebensgefährtin Thérèse Levasseur auf eine fast menschenleere Insel inmitten des Bieler Sees zurückzuziehen. Fleißige Biografen haben die Daten seines Aufenthalts auf der Île Saint-Pierre vom 12. September bis zum 25. Oktober 1765 präzise ermittelt. Die Insel wurde schon bald zu einem Wallfahrtsort der Rousseau-Verehrung. Diese Tage sind ideengeschichtlich von hoher Bedeutung, weil sich an ihnen so etwas wie der Urknall der modernen Subjektivitätspoesie ereignete,
die unmittelbar in Freiheitsphilosophie überging. Sofern man den Bericht des Autors in den gut ein Jahrzehnt später geschriebenen Träumereien eines einsamen Spaziergängers, Rêverie d'un promeneur solitaire von 1776/77, Glauben schenken darf. Den Ausdruck Urknall muss ich allerdings sofort zurücknehmen, da es sich in Wahrheit nicht um ein explosives, sondern um ein fast unmerkliches Geschehen von eher implosiven oder kontemplativem Charakter handelte. Rousseau hat die Szene in dem legendären 5. Spaziergang der Träumereien anschaulich wiedergegeben. An manchen sonnigen Herbsttagen war der verfolgte Autor inzwischen zur Ruhe gekommen und vom Charme der stillen Insel bezaubert mit einem Ruderboot auf den See hinausgefahren. Irgendwo weit draußen ließ er die Ruder sinken und legte sich rücklings auf den Boden des Boots, um sich seiner liebsten Beschäftigung hinzugeben. Er überließ sich einem inneren Driften, das der Autor mit dem Wort Rêverie, Träumerei, umschrieb. Man könnte dieses seelische Fließen, das an keinem Thema haftet, auch als ungegenständliche Meditation bezeichnen, im europäischen, nicht im fernöstlichen Sinn des Ausdrucks. Rousseau sagt selbst, mitunter habe er sich stundenlang treiben lassen, dabei sei er in Träumereien versunken, die keinen eigentlichen Gegenstand hatten, ihm doch 100-mal süßer waren als alles, was man gemeinhin die Freuden des Lebens nennt. Des Öfteren näherte er sich dem Punkt, an dem er bereit gewesen wäre, zu sagen, ich wollte, dieser Augenblick währte für immer. Je voudrais que cet instant durât toujours. In seiner absichtslosen Drift entdeckte er die reine psychische Dauer, in der die gewöhnliche ablaufende Zeit mit ihren Erinnerungen und Vorwegnahmen verschwindet, um einer strömenden Sukzession von Jetzt-Momenten Platz zu machen, die durch keinen Mangel korrumpiert und durch keine Vorstellung von Abwesendem gestört werden. Es lohnt sich, dem Autor das Wort zu geben und von ihm zu hören, wie er seine Selbstentdeckung auf der Schwelle zwischen Selbstverlust und Selbstinbesitznahme kommentiert. Es gelingen ihm hierbei kühne Verallgemeinerungen, die für die Geschichte der modernen Subjektivität und eo ipso die der modernen Freiheitstendenzen bedeutsam werden sollten. Rousseau sagt, was eigentlich genießen wir in solcher Lage? Nichts, was dem eigenen Selbst äußerlich wäre, nichts außer sich selbst und die eigene Existenz. Solange dieser Zustand anhält, genügt man sich selbst wie Gott. Das Existenzgefühl als solches, von allen anderen Affekten entkleidet, ist durch sich selbst ein wertvolles Empfinden von Frieden und Zufriedenheit. Und bereits dies allein würde genügen, diese Existenz demjenigen lieb und teuer zu machen, dem es gelänge, die sinnlichen und irdischen Eindrücke fernzuhalten, die uns sonst unablässig von ihr abziehen. Der heutige Leser hat wahrscheinlich Mühe, die stille Sensation nachzuvollziehen, die sich in diesen Zeilen manifestiert. Den Zeitgenossen blieb sie nicht verborgen. Sie vermitteln nicht weniger als das Debüt des modernen Begriffs von Existenz, in dem das Individuum, wie wir es heute verstehen, auf die Bühne tritt. Dieses Individuum stellt sich zugleich als ein neues Subjekt der Freiheit vor. An dieser Urszene des Existenzdenkens ist abzulesen, die junge Freiheit von 1765 ist noch keine Freiheit für Unternehmer, keine Freiheit für Entdecker, erst recht keine für Autoren, denn ausdrücklich betont der Autor, er habe in situ von der Lizenz zur literarischen Aussprache des eigenen Inneren zunächst nichts wissen wollen. Rousseau beteuert sogar, er habe auf der St. Petersinsel nicht einmal eigenes Schreibzeug besessen, sodass er, wenn es doch einmal etwas zu notieren gab, die Feder des Inselpächters ausleihen musste. Es ist die Freiheit eines Träumers im Wachzustand. Das diskret Sensationelle von Rousseaus 5. Spaziergang zeigt sich darin, dass hier vermutlich zum ersten Mal auf europäischem Boden eine Freiheitserfahrung zum Ausdruck kommt, bei der das Subjekt der Freiheit sich ausschließlich auf seine gespürte Existenz beruft, jenseits aller Leistungen, jenseits aller Verpflichtungen, auch jenseits möglicher Ansprüche auf Anerkennung durch andere. Der Autor behauptet auch nicht, er sei Gott nahe gewesen oder in den 3. Himmel entrückt worden. Das erste Wort des Subjekts ist eine pure Selbstanzeige. In dieser gibt es bekannt, dass es sich in einer Ekstase des Bei-sich-Seins selbst entdeckt hat.
und dass es darüber hinaus nichts zu sagen hat. Indem es das Gefühl der puren Existenz erfährt, glaubt es, einen souveränen Seinstitel erworben zu haben. Um diese Beobachtung nun bei Hegel entliehene Ausdrücke zu übersetzen, könnte man sagen, inmitten des weltweit herrschenden unglücklichen Bewusstseins, das Stoikern, Buddhisten, Juden, Christen, Moslems, Sozialisten, Entwicklern, Therapeuten und Konsultanten unendlich Arbeit gibt, entdeckt Rousseau, obschon episodisch, doch exemplarisch, einen zeitgenössischen Zugang zum glücklichen Bewusstsein. In diesem Moment nimmt der Begriff Freiheit unwillkürlich eine neue Bedeutung an. Eine Bedeutung, die allem widerspricht, was je zuvor mit diesem Begriff verbunden wurde. Freiheit als Recht auf Unbehelligtsein von Willkürherrschaft, als Rechtsgenossenschaft in der Polis, als individuelle Autarkie, als Kultfreiheit, als Herrenprivileg, als Freiheit des Christenmenschen und so weiter. Er bezeichnet einen Zustand erlesener Unbrauchbarkeit, in dem der Einzelne ganz bei sich ist und zugleich weitgehend losgelöst von seiner alltäglichen Identität. In der Freiheit der Reverie ist der Einzelne von der Gesellschaft weit abgetrennt. Und unverwendbar. Mehr glückliches Tier als Übermensch, mehr Träumer als Charakter, mehr Auswanderer als Weltverbesserer, mehr Urlauber als Unternehmer. Die in der Flucht vor dem verfolgerischen Realen freigesetzte Subjektivität, das reine Gefühl der Existenz fern von allen Themen, erreichte dies eine Mal den Pol der völligen Stressfreiheit. Wo kein gebieterisches Thema ist, ist keine Sorge. Wo keine Sorge ist, keine Realität. Wenn aber die neue Freiheit so weit geht, das Gewicht des Objektiven insgesamt abzuwerfen, wird die Reaktion der Wirklichkeit nicht lange auf sich warten lassen. Der Begriff Wirklichkeit als solche gewinnt von nun an einen reaktiven Klang, wenn nicht gar einen restaurativen Beigeschmack. Was Wirklichkeit ist, wissen die Modernen erst, nachdem der Versuch, ihr Gewicht abzuwerfen, für eine begrenzte Zeit geglückt war. Wirklichkeit heißt jetzt die Objektivität, die sich nach dem erfolgreichen Rückzug in die reine Subjektivität zurückmeldet. Als Realität wird empfunden, was nach ihrem temporären Vergessen wieder da ist und seine Ansprüche geltend macht. In der Netzwelt würde man Benutzern den Hinweis geben, sie sollten ab jetzt besser das Programm Realitäts 2.0 verwenden. Seit also erwiesen ist, dass Realität vergessen werden kann, braucht sie Anwälte, die für ihre Wiederkehr plädieren. Tatsächlich ist die Ideen- und Mentalitätsgeschichte Europas seit 250 Jahren im Wesentlichen ein Kampf gegen die Folgen von Rousseaus Entdeckung. Sie ist das endlose Gefecht des Realismus gegen das, was man seither zumeist verächtlich und warnend Romantik nennt. In diesem Streit haben vor allem die Realitätsanwälte das Wort. Sie sprechen sich in ihren Plädoyers dafür aus, den Augenblicken der Loslösung bei den Einzelnen keine Bedeutung beizumessen und das Gespenst der Freiheit aus der guten Gesellschaft zu verbannen. Letztere meint von jetzt an den Club der Realisten. Um es in einem dramatischen Bild auszudrücken, das Subjekt des 5. Spaziergangs gleicht einem Kernreaktor, der plötzlich reine anarchische Subjektivität in die Umwelt abstrahlt. Im Unterschied zur physikalischen Radioaktivität, für die wir kein Sensorium besitzen, wird die Radioaktivität des Subjekts von seinesgleichen sofort verspürt. Die Träumerei des einen provoziert die Träumerei des anderen. Die Freiheit des einen spricht unwillkürlich das Freiheitspotenzial des anderen an, vor allem wenn die Attraktivität des Zustands in literarischen Medien wirkungsvoll illustriert wird. Und sobald bei einem exemplarischen Einzelnen die völlige Stressauflösung eingetreten ist, wird dank deren infektiöser Bekundung durch Literatur bei unzähligen anderen die Frage evoziert, wie es in ihrem Fall mit der Auflösung steht. Modernität strebt immer letzten Lockerungen zu.
Das ist der Grund, warum das Lesen von moderner Literatur nicht harmlos sein kann. Wo sie ihren Einfluss ungehindert entfaltet, wird eine Kettenreaktion ausgelöst, die mit der Zeit die gesamte Gesellschaft verstrahlen könnte, sofern nicht rechtzeitig subjektivitätsdämpfende Maßnahmen ergriffen werden. Dies können nach Lage der Dinge nur freiheitsdämpfende und stresssichernde Maßnahmen sein. Und wir verstehen sofort, warum das Drama nur in dieser Folge ablaufen kann. Wenn das primäre Subjekt der neuen Freiheit, das vom Sozialstress entbundene, mittelpunktlos in sich dahindriftende, von allen Meinungen emanzipierte, bis in die Tiefe seiner selbst sorglose Reverie-Subjekt ist, dann liegt auf der Hand, wieso die massenhafte Freisetzung von Subjektivität dieser Art auf eine Katastrophe des Sozialen hinauslaufen könnte. Sie bedroht die soziale Synthesis mit der individualistischen Kettenreaktion, an deren Ende die Massenflucht der sorglosen Einzelnen aus dem Belastungskollektiv stünde. Sie würde die soziogenen Stressfelder zersetzen, die, wie gezeigt, den Zusammenhang zwischen den Gesellschaften ausmachen. Ich möchte an dieser Stelle auf meine Bemerkungen über das fehlende Staunen in den Sozialwissenschaften zurückkommen. Es müsste im Gang der Überlegungen deutlich geworden sein, warum in Wahrheit nichts erstaunlicher ist als das reale Vorkommen von individualistischen Massengesellschaften des okzidentalen Typs, wie wir sie heute vor Augen haben. Geradezu grenzenlos erstaunlich sind diese, neben all ihren technischen, juristischen und ästhetischen Großtaten, deswegen, weil sie inzwischen unzählige Individuen mit Subjektivitätserfahrung beherbergen. Man könnte fast sagen, mit Auflösungserfahrung, mit Asozialitätserfahrung, mit der Erfahrung glücklicher Unbrauchbarkeit. Nicht alle Gesellschafter weisen naturgemäß denselben Grad an subjektiver Verstrahlung auf. Noch dürfte eine knappe Mehrheit nur schwach in Mitleidenschaft gezogen sein, weswegen ihre gefährdeten Momente kaum über sorglose Urlaubstage und alkoholinduzierte Abdunkelungen des Realen hinausgehen. Aber auf der anderen Seite gibt es bedeutende Gruppen mit hohen Verstrahlungswerten, namentlich bei Künstlern, die als Avantgarden der Nutzlosigkeit auftreten, aber auch bei Angehörigen therapeutischer Berufe, bei Anbietern von Entspannungstechniken und meditativen Rückzügen sowie bei den Vertretern neuer, komfortabler Religionen. Vor allem aber in den Jugendszenen, die sich im Laufe des 20. Jahrhunderts immer offensiver etabliert haben. Sie haben es längst fertiggebracht, die altmodische Reverie in eine veritable Kultur ausgekoppelter Zustände fortzubilden. Dort stehen Wörter wie flippen, gammeln, herumhängen, driften, relaxen, neuerdings auch harzen, prokrastinieren und chillen als Chiffren für eine vielfältig nuancierte tätige Untätigkeit am Rande der etablierten Wirklichkeitszonen. In all diesen Bereichen sind im 20. Jahrhundert zahllose Individuen herangewachsen, die mit Realitätsauflösung durch Entspannung und Gesellschaftsauflösung durch Stressfreiheit bedenklich umfangreiche Erfahrungen erworben haben. Zum Äußersten staunenswert ist die Existenz von Gesellschaften, denen es gelingt, jene zahllosen Fremden zu integrieren, die wir selber sind, sofern wir von der subjektiven Verstrahlung erfasst wurden. Man darf sich in Integrationsfragen von Soziologen nichts vormachen lassen. Im Individualismus ist jeder Einzelne eine Parallelgesellschaft. Wir alle haben einen Migrationshintergrund, sofern wir einmal ganz weit weg waren und jetzt wieder auf dem Posten sind. Ich spreche über die Reaktion des Realen. Es ist seit einigen Jahrzehnten zur intellektuellen Mode geworden, alle möglichen Größen in unserer gemeinsam bewohnten Welt als Konstrukte zu bezeichnen, um ihnen den Schein von Naturhaftigkeit und Selbstevidenz zu nehmen. Dabei wird stets die Gesellschaft als der allgemeine Konstrukteur vorgestellt. So spricht man schon mit der größten Selbstverständlichkeit von der sozialen Konstruktion der Bedürfnisse, von der sozialen Konstruktion der Kindheit, von der sozialen Konstruktion der Sexualität, von der sozialen Konstruktion der Weiblichkeit, ja sogar von der sozialen Konstruktion der Wechseljahre. Naturgemäß macht diese Denkweise vor philosophischen und metaphysischen Begriffen nicht Halt. Es konnte nicht ausbleiben, dass man von der sozialen Konstruktion der Natur und schließlich von der sozialen Konstruktion der Wirklichkeit handelte. Dem Anschein nach standen all diese Diskurse im Dienst einer wachsenden Aufmerksamkeit für die Leistungen der Subjektivität.
In der modernen Reflexionskultur wollte man das tätige Subjekt mit einem Mal in alle Angelegenheiten verwickelt sehen, die man in früheren Zeiten ganz der Natur oder dem sogenannten objektiven Sein anheimgestellt hatte. Bekanntlich war die vormoderne Anthropologie durchdrungen von der noch unantastbaren Überzeugung, der Mensch sei mit all seinem Dichten und Trachten letztlich schwach, marginal und nichtig, weswegen er stets die Bergung durch ein übermenschliches Prinzip, sei es Gott oder den Kosmos, benötige. Ich will im Folgenden andeuten, warum der Rede von der sozialen Konstruktion der Wirklichkeit eine ganz andere Bedeutung zukommt, als die Benutzer des konstruktivistischen Jargons intendieren. Tatsächlich ist die Wirklichkeit in der Moderne ein Konstrukt, aber gerade nicht ein Konstrukt des Subjekts, sondern ein Konstrukt von Verteidigern der Objektivität, das zu keinem anderen Zweck dient, als dem, die Evasion des Subjekts aus der gemeinsamen Stresswirklichkeit zu verhindern. Das zeigt sich bereits im Umfeld der Urszene auf dem Bieler See ganz deutlich. Schon die Steinewerfer von Mortier sind Agenten der antisubjektiven Reaktion, die im exzentrischen Auftreten Rousseaus im Armenierkostüm eine zersetzende Willkür inmitten ihrer stehenden und ständischen Verhältnisse gewittert hatten. Doch da man die einmal in Gang gekommene Strahlung der Subjektivität nicht mit Steinwürfen aus der Welt schaffen konnte, waren andere Mittel vonnöten, um die Gefahr abzuwenden, die von der göttlichen Nichtsnutzigkeit des in sich versunkenen Reveriesubjekts ausging. Diese Mittel konnten nur von denkenden Subjektkontrolleuren bereitgestellt werden. Sie rekrutierten sich zunächst aus der deutschen Philosophie der nachrousseauischen Generation um 1800. Ihre Protagonisten hatten intuitiv sofort begriffen, dass das neue Subjekt schlechterdings nicht gesellschaftsfähig war. Geistesgegenwärtig erkannten sie ihre Aufgabe darin, es nach den Regeln der Kunst zu resozialisieren. Dies konnte nur in der Weise geschehen, dass man dem losgelösten Wachtraumsubjekt gegen dessen eigene Tendenz nun doch eine Rolle in der Leistungswelt auf den Leib schrieb. Immanuel Kant, der im Rousseau einen zweiten Newton sah, gelang dies zuerst, indem er mit der Transzendentalphilosophie die Wendung zum Subjekt vollzog, doch eben nur um das Subjekt für das gesamte Aufgabenfeld der erkennenden und urteilenden Tätigkeiten heranzuziehen. Von diesem Moment an war es um dessen glückliche Arbeitslosigkeit geschehen. Kant hatte den Träumer aus dem Boot geholt und ihn für den Staatsdienst angeworben. Hier erst wandelt sich das Subjekt vom Untertanen zum Herrn, vom Liegenden zum zugrunde Liegenden. Und Fichte ging über Kant hinaus, indem er dem Subjekt die unbewusste Produktion aller Objektivität übertrug, womit es aus dem absolut Arbeitslosen zum integralen Wirklichkeitserzeuger wurde. Und Hegel schließlich machte auf seine Weise aus dem Subjekt einen Arbeiter im Weinberg des Geistes, indem es ihm die Last der Bildung zumutete. Bildung erwerben heißt bei ihm, den Dünkel der haltlosen Träumereien für sachliche Einsichten und Pflichten opfern. Auf dieser Linie fuhr die Hegelische Rechte fort bis hin zu den Kompensationstheoretikern unserer Tage und den Institutionalisten des 20. Jahrhunderts. Und die Hegelische Linke, mit Marx an der Spitze, setzte diesen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen die Krone auf, indem sie den fichtischen Weltproduzenten, das absolute Ich, in die arbeitende Gesellschaft übersetzte und diese als Ganze mit dem Organ der wahren Subjektivität gleichstellte. Mit den subtilen Unterwerfungen dieser stressfreien Subjektivität unter idealistische und pragmatische Beschäftigungsprogramme war die Reaktion gegen den Skandal der Freisetzung nicht abgeschlossen. Schon in der folgenden Generation traten robustere Geister auf, die mit dem Subjekt kurzen Prozess machen wollten, indem sie es zu einem Phantom, zu einer Nichtentität, einer Metapher, ja sogar zu einer bloßen Redensart erklärten, zu einem psychisch-neuronalen Niederschlag des Personalpronomens der ersten Person, dem keinerlei Substanz zukomme. Dem Arbeitslager der Gesellschaft sollte künftig niemand mehr entrinnen. Und so dozierte der Gründer des Positivismus, Auguste Comte, um 1850, niemand besitzt ein Recht, außerdem immer seine Pflicht zu tun. Und zur selben Zeit schrieb der wackere Materialist Karl Vogt, die Gedanken stünden zum Gehirn in derselben Relation wie der Urin zu den Nieren. Daraus durfte man folgern, ein Mensch, der seiner Existenz gewahr wird und diese in schwebende Gedanken fasst, verrichte in Wahrheit nur seine Notdurft nach innen,
Eine Tätigkeit, gegen die auch ein strenger Arbeitgeber nichts einwenden muss, solange sie nicht zu lange ausgedehnt wird. Und noch singen die deutschen Liberalen jener Zeit, die Gedanken sind frei, keiner kann sie erraten. Nein, sagen die Naturalisten, die Gedanken sind unfrei und man braucht sie nicht zu erraten, wenn man die Zeitung kennt, aus der sie in den eigenen Kopf gekommen sind. Es ist hier nicht der Ort, die ganze Geschichte der Disziplinierung, der Wiederbeschäftigung, der Zwangsvergesellschaftung und schließlich der Verleumdung, der Leugnung und Nichtigung des Subjekts in der Kulturentwicklung des 19. und 20. Jahrhunderts auszubreiten. Sie ergäbe den Roman der Moderne, die sich vor ihrer wichtigsten Entdeckung fürchtet. Ich begnüge mich mit dem Hinweis, wonach die Inquisition gegen das entlastete Subjekt in den letzten Jahren erst in ein finales Stadium eingetreten zu sein scheint, seit nämlich die Neurowissenschaften auf den Plan getreten sind, deren Vorsprecher uns mit farbigen Enzephalogrammen in der Hand beweisen, dass wir allesamt nichts anderes sind als Epiphänomene von neuronalen Prozessen, Produkte einer Überinterpretation von Gehirnzuständen und Parasiten auf der Benutzeroberfläche von Großhirnrinden. Wir wären aus dieser Sicht notwendig von der Evolution gefoppte Besucher eines Nerventheaters, die nicht anders können, als auf die Phantome auf dem Bildschirm der Innerlichkeit hereinzufallen. Aus der hier entwickelten Sicht kommt allen Reaktionen auf die Entdeckung der Subjektivität nur scheinbar ein philosophischer Sinn zu. Mir scheint vielmehr, sie dienen in erster Linie dazu, die Wirklichkeit bzw. die Sphäre der Objektivität gegen ihre Außerkraftsetzung in der subjektiven Sorglosigkeit in Schutz zu nehmen. Man musste wohl oder übel die Bedrohung des sozialen Zusammenhangs durch die stressfreie Ekstase des Subjekts zur Kenntnis nehmen und mit geeigneten Maßnahmen zur Wiederaufladung des sozialen Stressfelds sorgen. Und dies konnte nur in der Weise geschehen, dass die Kontrolleure sich etwas einfallen ließen, um die Subjektivität mit der Objektivität neu zu vermitteln. Man musste einen Weg finden, die Realität als Stressquelle in das entspannte Subjekt zu reimplantieren. Und hierzu war es nötig, dem Subjekt die Natur seiner eigenen Freiheit anders zu erklären. Man musste ihm irgendwie klar machen, dass Freiheit das Gegenteil von Sorglosigkeit ist. Freiheit, sagt Hegel listig, ist Einsicht in die Notwendigkeit. Der Mann im Boot erwidert, ohne den Kopf zu heben, erzähl das einem Dümmeren. Und doch, man musste das abgedriftete Subjekt wieder an die Sphäre der objektiven Sorgen und der kollektiven Themen heranführen. Es sollte den Realisten irgendwie gelingen, ihm einen zumutbaren Rückweg in die Welt der Stressaffären zu ebnen. Also unterlegte man dem zurückgezogenen Subjekt einen eigenen Zugang zur Sphäre der objektiven Anstrengungen, indem man ihm eine spontane Neigung zur Expansion ins Offene, zur Arbeitsleistung, zum Streben nach dem Lustobjekt, zur Eroberung von Reichtümern, zum Unternehmertum, zur Aussprache seiner Meinung, zum Kampf um Anerkennung und so weiter zuschrieb. Man könnte auch sagen, indem man ihm einen eigenen Willen zum Stress und zum Ringen mit dem Äußeren in die Wiege bzw. ins Boot legte. Das ist der Sinn des Expressionismus, der die moderne Anthropologie durchzieht. Indem man den Menschen als Ausdruckswesen denkt, koppelt man ihn von innen her an die gemeinsame Konstruktion des Realen zurück. Und hier rühren wir an die Quelle der so suggestiven wie letztlich wertlosen Unterscheidung zwischen negativer und positiver Freiheit. In Abituraufsätzen und Adventspredigten stellt man diese auch gern als Freiheit von und Freiheit zu gegeneinander. Es hätte in diesem Punkt genügt, sich bei Rousseau zu erkundigen. Hatte er nicht statuiert, die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. Hatte er nicht seine wertvollste Einsicht einem Moment zu verdanken, in dem er von der großen Galeere der Wirklichkeit herabgestiegen war, von jener der Selbstverwirklichung inbegriffen? Im Moment der Loslösung hatte er nicht umsonst ein kleines Boot gewählt, das auf der Flut ohne Tendenz und Ruder driftete.
In dem war kein Platz für von innen her ansetzende Stressoren wie Wille, Trieb, Unternehmungsgeist, Streben nach Anerkennung und Auszeichnung und dergleichen. Die Einsicht in die Negativität der Freiheit, wie sie aus der Übersetzung der Freiheitstheorie in die Sprache der Stresstheorie hervorgeht, ist in der zeitgenössischen Kultur fast völlig verdunkelt worden, seit die realistischen und die positiven das Kommando übernommen haben. Doch auch in jüngerer Zeit fehlt es nicht ganz an Stimmen, die der Freiheit als Absage an die Zwangsbelastung das Wort reden. Insbesondere nachdem der Einfluss der indischen und fernöstlichen Weisheitstraditionen sich im Westen verbreitet. Unter den Autoren, die das Subjekt oder die das Sujet auf westlichen Grundlagen vorangebracht haben, ist nach Schopenhauer und neben dem frühen Sartre vor allem Samuel Beckett zu nennen. Man könnte dessen gesamtes Werk als einen Essay über die Geburt der Freiheit aus dem Streik gegen die Zumutung des Realen lesen. Das gilt vor allem für das fast unbekannt gebliebene früheste Theaterstück Becketts aus dem Jahr 1948, das bezeichnenderweise den Titel Eleutheria trägt. Und da ist es wieder, das griechische Wort für Freiheit, von dem wir oben gesehen haben, dass es die rein defensive Bedeutung eines Rechts auf unbehelligt bleiben durch Tyranneien besaß, gleich ob sie in einheimischen oder persischen Varianten auftreten. Beckett übertrug diesen Ausdruck sorglos in die moderne Welt, indem er aus dem antityrannischen Grundsatz des griechischen Polislebens ein existenzialistisches Prinzip machte. Man darf in diesem Fall von einem produktiven Missverständnis sprechen. Der Held, Antiheld seines Stückes ist ein junger Mann, ironischerweise mit dem Namen Viktor, der Sieger. Ein entfernter Verwandter von Melvilles Bartleby, dem Schreiber, und von Goncharows Oblomov, sowie von Xavier de Maistre, der im Jahr 1790 in 42 Tagen durch sein eigenes Zimmer gereist war. Von diesem Viktor erfahren wir aus den Gesprächen der übrigen Personen, er habe sich seit 2 Jahren in sein Zimmer zurückgezogen und jeden Verkehr mit seiner Familie und seiner Verlobten eingestellt, um von der übrigen Außenwelt zu schweigen. Viktor ist ein Freiheitskämpfer der seltsamsten Art, da er sich um die Loslösung von der Wirklichkeit als solcher bemüht. An der entscheidenden Stelle des Stücks legt er eine existenzielle Konfession ab, in der wir ohne Mühe ein fernes Echo der Szene auf dem Bieler See vernehmen, in ein dunkleres Register transponiert. Viktor, es ist schnell gesagt, ich wollte immer frei sein. Ich weiß nicht warum. Ich weiß auch nicht, was es heißt, frei zu sein. Sie können mir alle Fingernägel ausreißen, ich könnte es Ihnen nicht sagen. Aber ganz ohne Wörter weiß ich, was es ist. Ich habe es immer ersehnt, ich ersehne es immer noch. Ich ersehne nur das. Zuerst war ich Gefangener der anderen. Darauf habe ich mich von ihnen getrennt. Dann war ich mein eigener Gefangener. Das war noch schlimmer. Darauf habe ich mich von mir getrennt. Ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen. Als dann der Zuschauer im Stück Viktor fragt, und einfach sterben, das gibt Ihnen nichts, erwidert dieser, wenn ich tot wäre, dann würde ich nicht erfahren, dass ich tot bin. Das ist das Einzige, was ich gegen den Tod habe. Ich will meinen Tod genießen. Das ist die Freiheit, sich tot sehen. Dann aber fährt er fort, ich verzichte darauf, frei zu sein. Man kann nicht frei sein. Ich habe mich getäuscht. Ich kann dieses Leben nicht mehr führen. Man kann sich nicht tot sehen. Und daraufhin der Zuschauer, triumphierend, Sie können nicht mehr so weitermachen. Viktor, nein, das kann ich nicht. Zuschauer, das geht über Ihre Kräfte. Viktor, ja. Zuschauer, also seien Sie logisch. Es ist entweder das Leben mit allem, was es an Unterwerfung beinhaltet, oder aber der große Aufbruch, der echte, um ein Bild zu benutzen, das Ihnen lieb ist, nicht wahr? Entweder er kann zu seiner Familie zurück, das Erbe einstreichen, seine Verlobte beglücken, eine Zeitschrift gründen, eine Kirche, ein Heim, einen Filmclub, was weiß ich. Tot oder lebendig gehört er uns. Er ist wieder einer der Unsern.
Das ist alles, was zu beweisen war. Im Grunde gibt es nur uns. Viktor wendet dagegen später ein: Ich habe es mir anders überlegt. Ich werde nie frei sein. Aber ich werde ununterbrochen spüren, wie ich es werde. Ich werde Ihnen sagen, womit ich mein Leben zubringen werde, damit meine Ketten aneinander zu reiben. Von morgens bis abends und von abends bis morgens. Dieses kleine, unnütze Geräusch wird mein Leben sein. Ich sage nicht meine Freude lasse ich Ihnen. Nein, meine Ruhe, meinen Limbus. Und Sie kommen mir mit Liebe, mit Vernunft, mit Tod, dann gehen Sie doch, gehen Sie. Die letzte Regieanweisung Becketts schreibt vor, dass sich Viktor auf sein Bett setzt und konzentriert das Publikum, das Orchester, die Balkone links und rechts betrachtet. Dann legt er sich hin, den mageren Rücken der Menschheit zugewandt. Nun hat der Mann im Bett den Mann im Boot eingeholt. Wir verstehen, wie Bett und Boot die gleiche Funktion wahrnehmen. Der Mensch, der liegt, ist der Freiheit näher. Ich komme zum Schluss und spreche noch über die Quelle der engagierten Freiheit. Was folgt aus diesen Erinnerungen an die Quelle der modernen Freiheit in der Herauslösung des Subjekts aus der Sphäre der gemeinsamen oder objektiven Sorgen? Eine Konsequenz scheint unmittelbar gewiss. Wir können die moderne Freiheitserfahrung, wie sie im 5. Spaziergang beschrieben und wie sie von Beckett in Eleutheria negativistisch vertieft wurde, nicht mehr aus der Welt schaffen. Ebenso wenig können wir auf dem Standpunkt des unbedingten Urlaubs oder des Streiks gegen die Objektivität stehen bleiben. Vor allem aber ist es unmöglich, für uns unmöglich, Rousseaus eigene Auflösung der Disharmonie zwischen der subjektiven Rêverie und den Ansprüchen des öffentlichen Lebens zu wiederholen. Bekanntlich hatte der unheimliche Schweizer den Vorschlag gemacht, die Freiheit des Einzelnen in einem homogenen Kollektivwillen aufzuheben. Auf diesem Weg wurde die reale individuelle Freiheit zugunsten einer fiktiven Freiheit in der Gruppensubjektivität einkassiert. Für heutige Beobachter steht außer Zweifel, dass Rousseaus überstürzt formuliertes Konzept der Volonté générale die logische Keimzelle der sozialistischen Faschismen war, die sich im 20. Jahrhundert mit ihren nationalistischen Rivalen duellierten. Immerhin hatte Rousseau seine fatale Idee in der Schrift über den Gesellschaftsvertrag von 1762 formuliert, bevor ihm im 5. Spaziergang von 1777, ein Jahr vor seinem Tod, die gültige Version des neuen Verständnisses von Subjektivität gelang, was freilich nur beweist, auch Denker von Rang gewinnen ihre folgenreichsten Einsichten nicht immer in der richtigen Reihenfolge. Rousseau hätte seine Doktrin von der Volonté générale im Lichte der Erfahrung auf dem Bieler See widerrufen müssen. Dass er es unterließ, war ein Verhängnis für die moderne Welt, in der nichts so unwiderstehlich ist wie eine falsche Idee in Köpfen, die nur auf sie gewartet zu haben schienen. Was die Volonté générale in sich barg, kam wenige Jahre nach Rousseaus Tod im jakobinischen Terror an den Tag. Bis wohin die Raserei des Einheitsgedankens gehen würde, enthüllten die Exzesse der russischen und chinesischen Revolutionen. Auch die Taten der Roten Khmer konnten ihre rousseauistischen Wurzeln nicht verleugnen. Sie spiegelten wider, was Pol Pot zwischen 1949 und 1953 in Paris gelernt hatte. Und noch in unseren Tagen brachte Gaddafis libyscher Sozialismus Aspekte des Phantasmas zutage, wonach der Wille des Ganzen einmütig sein solle und sich am besten in einem erwählten Einzelnen verkörpere, der allen alles sein will. Was aber die Offenlegung der Subjektivität für das Verständnis der Freiheit bedeutet, darüber verhandelt die moderne Zivilisation bis heute. Das letzte Wort in dieser Angelegenheit ist nicht gesprochen und nach dem Gesagten versteht man, warum es unmöglich war, es zu finden. Als der chinesische Premierminister Zhou Enlai in der späteren Mao-Ära einmal von einem Journalisten gefragt wurde, wie er über die französische Revolution denke, zögerte dieser eine Weile und erklärte dann, es ist noch zu früh, um darüber etwas zu sagen.
Wer etwas über die individualistische Zivilisation unserer Tage sagen sollte, käme wahrscheinlich ebenfalls zu früh. Aber nicht zu früh ist es, vom Stand des Freiheitsproblems und seiner Bedeutung für die Zukunft der menschlichen Kollektive Rechenschaft zu geben. Es genügt, sich in der aktuellen Weltszene umzusehen, um zu bemerken, in welchem Ausmaß die beiden primären Unfreiheiten weiter an der Macht sind. Noch immer hat eine Mehrheit der Menschen auf der Erde die Auflehnung gegen die politische Tyrannei erst vor sich. So gut wie alle Menschen der Gegenwart erleben die Diktatur des Realen, ja, sie erfahren ihre Bedrückung mehr denn je, seit das Reale die Form des globalisierten Verkehrs annahm und sich zugleich in die Phantome der Spekulation verflüchtigte. Man darf behaupten, die Despotie der kollektiven Stresskonstrukte sei heute schärfer ausgeprägt als zu jeder früheren Zeit, weil eben der Aufstand der Moderne gegen die Bedrückung durch die Objektivität paradoxe Folgelasten nach sich gezogen hat, die man in manchen Hinsichten bedrückender empfindet als die Ausgangsbelastung. In dieser Situation ist es unumgänglich, sich über den Sinn von individueller Freiheit und liberaler Zivilisation neu zu verständigen. Wäre die reine Subjektivität am Freiheitspol tatsächlich nichts anderes als das Entschweben des Einzelnen aus allen Stressfeldern, so wäre sie mit strikter Asozialität identisch. In diesem Fall wäre Liberalismus, um mit Martin Walser zu sprechen, eine Ideologie für Leute, die einander nicht brauchen. Dann wäre die Eindämmung des Asozialen durch das Soziale der letzte Horizont der Politik und der notwendige Sieg der Unwellness über die Wellness bliebe der letzte Horizont der Ethik. Sieht man aber näher zu, so zeigt sich, dass das freigesetzte Subjekt nie dauerhaft auf dem Standpunkt der Unerreichbarkeit durch das Reale verharrt. Sobald es seine Freiheit entdeckt, entdeckt es zugleich in sich eine nahezu schrankenlose Erreichbarkeit für Anrufe aus dem Realen. Aufgrund seiner Disponibilität, die durch die Loslösung nach innen einen Höchstwert erreicht, gewinnt es wie von selbst den Weg zurück ins Objektive, falls es nicht wie Rousseau von der Neurose in einem falschen Ich-Konstrukt festgehalten wird. Es steigt aus dem Boot von einer unvergesslichen Erfahrung destabilisiert und stellt sich dem Arbeitsmarkt des Wirklichen zur Verfügung, jenseits von willig und widerwillig. Ich denke, diese Wendung zur Selbstbelastung ist das, was Jean-Paul Sartre mit dem Begriff Engagement bezeichnet hatte. Ein Engagement ist, was ein arbeitsloser Schauspieler erwartet. Das freie Subjekt erwartet es nicht bloß, es geht darauf zu. Sein Engagement entspringt weder einem Ausdrucksbedürfnis noch einem Trieb, weder einer Neurose noch einem Mangel. Es ist eine Konsequenz der Freiheitserfahrung selbst. Die Quelle von Selbstbelastung vor dem Hintergrund von disponibler Freiheit ist der Stolz, das heißt jene spontane Erhebung über die Vulgarität, die die Griechen mit dem Ausdruck Thymos beschrieben. Sie bezeichnen damit einen inneren Regungsherd, der Menschen motiviert, sich ihrer Mitwelt als Inhaber gebender Tugenden zu offenbaren. Ja, der Thymos als liberale Gesinnung des gebenden Lebens liefert die einzige Erklärung der Freiheit, die von Seiten der naturalistischen Reduktion auf exogene Ursachen und neurologische Bedingungen nichts zu fürchten hat. Man hat die Freiheit zumeist an Orten gesucht, wo man sie unmöglich finden kann, im Willen, im Wahlakt, im Gehirn, und hat ihre Quelle in der noblen Gesinnung, im Auftrieb, in der Großzügigkeit übergangen. In Wahrheit ist Freiheit nur ein anderes Wort für Vornehmheit. Das heißt für die Gesinnung, die sich unter allen Umständen am Besseren, am Schwierigeren orientiert, eben weil sie frei genug ist für das weniger Wahrscheinliche, das weniger Vulgäre, das weniger Allzumenschliche. In diesem Sinn ist Freiheit Verfügbarkeit für das Unwahrscheinliche. Ihrer wesentlichen Negativität bleibt die Freiheit auch in der Wendung zum praktischen Handeln treu, weil sie, was immer sie auch tut, die Absage an die Tyrannei des Wahrscheinlichsten ausspricht. Wer aus Freiheit handelt, revoltiert gegen die Gemeinheit, die man nicht weiter mit ansehen kann. Und diese Freiheit ist das Gegenteil zu allem, was die im Sinn haben, die sie als Lizenz zum sich gehen lassen ins Übliche, allzu Übliche verstehen. Sollte es je
zu einer intellektuellen Regeneration des politischen Liberalismus kommen. Sie müsste von der Erkenntnis ausgehen, dass Menschen nicht nur haben wollende, giergetriebene, süchtige und brauchende Wesen sind, die freie Bahn für ihre Mangelgefühle und ihren Machthunger fordern. Sie tragen ebenso das Potenzial zu geben wollendem, großzügigem und souveränem Verhalten in sich. Dieser Hinweis war nie so wichtig wie gegenwärtig. Nie zuvor haben die Begriffe liberal oder gar neoliberal eine so niederträchtige Konnotation angenommen wie in den letzten Jahren. Noch nie war das liberale Denken, vor allem in unserem Land, so weit vom vornehmen Pol der menschlichen Möglichkeiten entfernt. Noch nie hat man die Freiheit so eng und so fatal mit der Besessenheit von Menschen durch den Gierstress in Verbindung gebracht. Aber was beweist das? Nichts anderes, als dass die Sache der Liberalität zu wichtig ist, als dass man sie den Liberalen überlassen dürfte. Diese Einschränkung betrifft nicht nur eine einzelne Partei. Die Sache des Realen und seiner Reform ist zu wichtig, als dass man sie Parteien überlassen könnte. So ist die Sorge um die kulturelle Tradition zu umfassend, als dass man sie bloß Konservativen anvertrauen dürfte. Die Frage nach der Bewahrung der Umwelt ist zu bedeutsam, als dass man sie nur ins Ressort von Grünen überweisen sollte. Die Suche nach sozialem Ausgleich ist zu anspruchsvoll, als dass man Sozialdemokraten und Linken die alleinige Verantwortung dafür übertragen könnte. Doch braucht jedes dieser elementaren Motive eine parteiliche Hauptstimme. Und was die Verteidigung der Freiheit angeht, so ist sie ein Projekt, das nicht ohne Partei und nicht ohne Parteilichkeit auskommt. Wer von der Freiheit etwas erfahren hat, weiß, dass es weiterhin darum geht, die beiden Tyranneien zurückzudrängen. Diejenigen, die das Gesicht eines Despoten tragen, und die Anonyme, die sich als jeweils herrschende Form des Notwendigen aufzwingen möchte. Wir müssen uns mit der Tatsache zurechtfinden, dass uns die Wirklichkeit zumeist als ein umfassendes Stresskonstrukt umgibt. Die bekennenden Realisten haben recht, wenn sie auf der Verpflichtung zum Wirklichkeitssinn bestehen. Die wahren Liberalen fügen den Möglichkeitssinn hinzu. Sie erinnern uns daran, dass wir nicht wissen können, was noch alles möglich wird, wenn Menschen Wege finden, sich aus den kollektiv verfertigten Zwangskonstruktionen zu lösen. Und eben darum ist die aktuelle Welt so grenzenlos erstaunlich. Illiberalen Rückschlägen zum Trotz vollziehen sich in ihr wie nie zuvor unzählige Infiltrationen aus dem anderen Zustand, aus der Loslösung, aus der Leichtigkeit des Seins. Infiltrationen, die in die Strukturen des Bestehenden erhöhte Freiheitsgrade tragen. Wir verteidigen die Sache der Freiheit, indem wir daran arbeiten, das Wort Liberalismus, das leider zur Stunde eher für ein Leben auf der Galeere der Habsucht steht, wieder zu einem Synonym für Generosität zu machen und das Wort Liberalität zu einer Chiffre für die Sympathie mit allem, was Menschen von Despotien jeder Art emanzipiert. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.